Hallo Freunde, willkommen zurück in meine Werkstatt. Heute starten wir mit einem Projekt, das mir wirklich wichtig ist. Vor mir steht eine kleine Böhme-Drehmaschine. Ein echtes Stück alte Technik, wahrscheinlich aus den 1920er oder 30er Jahren. Ganz genau weiß ich es noch nicht, aber diese Maschine kann ungefähr 100 Jahre alt sein. Alles ist massiv aus Guss und man sieht sofort, das ist noch echte alte Qualität. Der erste Schritt ist jetzt die Zerlegung. Ich beginne damit, die eingebaute Pressanrichter abzubauen. Erst kommt der Schraubstock und der Kreuzescher runter. Danach kann ich besser sehen, wie diese Maschine wirklich aufgebaut ist. Und dabei sieht man sofort, womit wir es hier zu tun haben. An die Maschine sind viele Schrauber, keine normale metrische Schraube. Hier ist vieles Zollgewinde und genau das macht die Restaurierung komplizierter. Denn Standardteile passen hier nicht einfach so. Hier sieht man auch das Böhme-Schild. Das ist für mich besonders interessant, weil man über die Maschine kaum Informationen findet. Vielleicht wurde sie in Deutschland gebaut, vielleicht irgendwo in der Region Osnabrück. Ganz sicher ist das aber noch nicht. Mein Ziel ist klar. Ich will diese kleine Drehmaschine wieder sauber aufbauen. Ich will Support prüfen und das Spiel entfernen und alle Gewinde kontrollieren. Weiter geht's mit der Antriebseinheit. Der Motor und die ganze alte Elektrik müssen erstmal raus, bevor ich hier weiter aufbaue. Will ich alles sauber prüfen. Auch hier sieht man wieder, wie massiv diese kleine Maschine gebaut ist. Überall schwere Teile, dicke Kunststücke und alte Schrauben und natürlich wieder viele Zollschrauben. Das macht jede Arbeit etwas langsamer, aber genau das gehört bei so einer Restaurierung dazu. Hier sieht man auch die alten Fußpedale für Vorwärtslauf und aus. Die sind nicht aus dünnem Blech, sondern richtig massiv gemacht. Das gefällt mir an alte Technik, das wurde nicht gespart. Aber dann kam das nächste Problem. Ich wollte die neue Schwerlastrollen montieren, damit die Maschine später beweglich wird. Und da sieht man sofort, die Gussfuße von Böhmen sind viel zu dick. Die Schrauben aus dem Rollenset sind einfach zu kurz. Die greifen nicht richtig in Material und so kann ich das nicht lassen. Diese Maschine wiegt ungefähr 150 Kilo. Wenn sie später auf Rolle steht, muss das sicher halten. Dann mache ich keine halbe Lösung. Oder irgendeine Provisorium kommt hier nicht in Frage. Also brauche ich passende Schrauben. Stark genug, lang genug und sauber angepasst. Genau hier beginnt das nächste Kleinprojekt. Die Standardschrauben passen nicht, also muss die Drehmaschine helfen. Hier kommt jetzt die Lösung. Ich baue mir passende Adapterbolzen selbst. Nicht aus einfachen Bausteinen, sondern aus hochfesten Schrauben mit Festigkeit 10,9. Das sind richtig starke Schrauben, wie man sie auch im PKW-Bereich findet. Genau solche Rollen brauche ich hier, weil die Maschine später sich auf der Rolle stehen muss. Die Bolzen müssen das Gewicht halten und dürfen sie nicht einfach verbiegen. Also nehme ich lieber gutes Material und passe sauber auf Drehmaschine an. Für diese Arbeit gehe ich jetzt an meine große Kaiserzeit-Drehmaschine. Diese Maschine ist viel größer, viel schwerer und hat richtige Kraft und genau das brauche ich jetzt. Denn bei 10,9 Material schneidet man nicht einfach mal schnell ein Gewinde. Da braucht man Kontrolle, niedrige Drehzahl und genug Kraft im Antrieb. Meine alte große Drehmaschine hat dafür eine sehr praktische Besonderheit, das hintere vorgelegte Rad. Damit kann ich die Drehzahl stark reduzieren. Und wenn die Drehzahl runtergeht, kommt am Werkzeug viel mehr Kraft an. Gefühl hat die Maschine dann mehrfach mehr Kraft beim Schneiden. Genau das ist wichtig, wenn man in so hartem Material ein großes Gewinde schneiden will.
Ich kann langsam arbeiten, ruhig schneiden und sehe genau, was am Werkzeug passiert. Das ist Vorteil von so einer alten Maschine. Sie ist nicht schnell, aber sie ist stark und sehr gut kontrollierbar. Wenn ich ans Ende von Gewinde komme, kann ich den Verschub manuell auslösen. So treffe ich Endpunkt sehr genau und habe maximale Kontrolle. Für solche Arbeit ist diese alte Technik einfach perfekt. Jetzt geht's weiter mit der Schrauben für die Schwerlastrollen. Und ganz kurz zwischendurch, man vergisst das oft, aber ein Like hilft mir wirklich gigantisch. Jetzt gehen wir in die Details von der Bearbeitung. Ich nehme eine starke Schraube, Festigkeit 10,9. Die Schraube wird jetzt so angepasst, dass sie zu meinen Schwerlastrollen passt. Zuerst drehe ich den Schaft auf 14 mm Durchmesser ab. Davon bleibt 24 mm für den Fuß von der Maschine. Und vorne bleibt genau 14 mm für das neue Gewinde. Dieses Stück drehe ich weiter runter auf 12 mm Durchmesser. Darauf schneide ich dann ein M12 Gewinde mit Steigung 1,75 mm. Hier muss alles genau passen, denn die Rolle muss später festsitzen und der Gussfuß darf kein Spiel haben. Das Material ist zwar hart, aber meine alte Kaiserzeitmaschine steckt das einfach weg. Beim Drehen und Gewindeschneiden merke ich kaum Widerstand. Langsame Drehzahl, viel Kraft und volle Kontrolle. Nach dem Drehen wird die Schraube gekürzt. Dann wird alles sauber entgratet, damit später nichts klemmt. Zum Schluss bürste ich die Schraube noch einmal und bringe sie auf Glanz. Wichtig aber, die Festigkeitsklasse 10,9 bleibt lesbar. Das ist nicht nur Optik, das ist Sicherheit. Jetzt kommt die erste Kontrolle. Die neuen Bolzen passen sauber in die Schwerlastrolle. Und genau so wollte ich das haben. Fest, sauber und stabil. Später werden diese Bolzen in die Gussfuße, die Böhme geschraubt. Dann kann die kleine Drehmaschine endlich auf ihre Rolle kommen. Das ist ein wichtiger Schritt für den weiteren Wiederaufbau. Denn wenn die Maschine mobil ist, kann ich sie in der Werkstatt besser bewegen und sauber weiter aufbauen. Im nächsten Teil geht es weiter mit dem Zusammenbau. Stück für Stück. Erst kommen die Fuß auf die Rolle, danach kommen die Kreuztisch, der Suppe und die anderen Teile wieder dran. Diese kleine Maschine brauche ich dringend wieder im Betrieb. Bevor ich die Fräsmaschine komplett entroste, lackiere und neu aufbaue, brauche ich diese Böhme zum Polieren und zum Fräsen und für kleine Arbeiten in der Werkstatt. Abonniere den Kanal, damit ihr den nächsten Teil nicht verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.